Nystagmus bezeichnet ein Augenzittern. Die Augen bewegen sich hin und her, ohne dass man es will. Das Augenzittern kann angeboren sein oder im späteren Lebensverlauf auftreten. Die Ursachen hierfür können ganz unterschiedlich sein. Menschen mit Nystagmus haben in der Regel Probleme beim Sehen. Es ist aber bei jedem ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen mit Nystagmus, die sogar Auto fahren, und es gibt solche, die eine hochgradige Sehbehinderung haben. Hi, ich bin Naomi, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe einen angeborenen Nystagmus und aktuell studiere ich Mechatronik jetzt im kommenden 3. Semester. Also ich bin der Enrico, habe angeborenen Nystagmus, bin 20 Jahre alt und gehe auf eine gymnasiale Oberstufe und mache nächstes Jahr dann mein Abitur. Also mein Name ist Annette. Ich habe den Nystagmus seit meiner Geburt und bin jetzt in einer Bank in der Buchhaltung tätig. Also mein Name ist Christian, ich komme aus Biesheim, bin Papa von einem 6-jährigen Sohn. Den Nystagmus habe ich erworben vor ca. 9 Jahren. Die Grunderkrankung ist ja eine Kleinhirnatrophie, die bedingt eine Muskelatrophie und dadurch ist der Augenmuskel nicht mehr ganz so, wie man es eigentlich als gesunder Mensch gewohnt ist. Da ich ja noch nie sozusagen normal gesehen habe, wie jeder andere auch, kann ich das auch gar nicht so perfekt, glaube ich, oder so sehr anschaulich erklären, weil ich es einfach schon von der Geburt an so sehe und noch nie anders gesehen habe. Ich beschreibe das immer ganz gerne so, dass meine 20% meine 100% sind. Also für mich sehe ich alles. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es halt einfach Augenzittern ist. Also ich betitel es immer mit Augenzittern und am einfachsten zu erklären sage ich halt einfach, ich kann ab 1,5 Metern fängt es dann halt an, dass es verschwommen wirkt. Ja, dadurch, dass ich das als Kind oft hatte, erkläre ich es gerne so. Stell dir vor, du sitzt in der Achterbahn oder Karussell, irgendwas, was sich im Kreis bewegt. Und fährst es nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wenn du aussteigst, dann ist ja auch dieser Dreheffekt da und du hast die Augen ja sofort sortiert. Ja, das ist tagesabhängig, aber auch sehr situationsabhängig. Wenn es sehr extrem ist, der Nystagmus, dann wackelt das alles schon sehr und dann muss ich mich wirklich sehr konzentrieren, darauf richtig zu laufen, auch geradeaus zu laufen und so. Also der Hauptpunkt ist ja der, für mich, wenn ich versuche, einen gewissen Punkt zu fixieren, dann ist es nicht so, dass er gerade vor einem steht, sondern immer so rechts, links, rechts hin und her schwingt. Das ist eigentlich mein Sehen mit Nystagmus. Und das Schlimmste an der Sache ist diese Kopfzwangshaltung. Da hat man manchmal Schmerzen im Nacken und weiß gar nicht, woher sie kommen. Ich merke auch nicht immer direkt, wenn der Nystagmus einsetzt. So ein gewisses Grundpendeln kann oder wird von meinem Gehirn kompensiert, glaube ich zumindest, so dass ich das nicht direkt merke. Aber wenn es sehr extrem wird, dann merke ich das auch, dass meine Kopfzwangshaltung dann mehr zur der Seite geht oder in die andere Richtung, je nachdem, ob es gerade in der Ferne oder in der Nähe ist, was ich fokussieren möchte. Ja. Meine Welt definiert sich stark über die Farben und über Formen. Also gerade was Firmen anbetrifft, jede Firma hat eine eigene Marke mit Farben und Formen und die erkennt man dann eben schon von Weitem. Das Beste ist McDonald's. Ja. Das erkennt man schon von Kilometer, auch wenn man vielleicht das McDonald's nicht lesen kann, aber das erkennt man immer sehr gut. Ansonsten, ja, alles, was in der Ferne ist, ist schwieriger zu erfassen. Wenn ich Sachen längere Zeit fokussiere, wird es umso schwieriger.
Und ja, auch wenn ich weiß, dass es jetzt darauf ankommt, dass ich irgendwas sehen muss, dann wird es eher schwieriger, das zu sehen. Deswegen. Also mit Leuten, die ich nur so aus dem Bekanntenkreis, mit denen ich jetzt zum Beispiel nicht zur Schule gegangen bin oder in der Uni oder sowas, die das eigentlich noch nie so in Situationen dabei waren, wo ich unbedingt sehr dringend was in der Ferne sehen musste, denen fällt es teilweise gar nicht auf. Und ansonsten, ja, es gibt durchaus Leute, die da negativ drauf reagieren, aber das ist ja, glaube ich, bei vielen Sachen der Fall und ja, passiert überall. Menschen, die ich zum ersten Mal treffe, erzähle ich das nicht sofort. Ich würde das jetzt unterscheiden zwischen Personen, die ich flüchtig kennenlerne, denen erzähle ich das nicht, aber Personen, die ich kennenlerne und das Gefühl habe, dass da auch ein zweites oder drittes Treffen zustande kommt, denen erzähle ich das dann schon, einfach aus dem Grunde, weil bei dem Treffen, das Zusammentreffen, dann brauche ich immer ein bisschen Hilfe. Also die Leute müssen sich dann immer erkennbar machen mit Hallo, hier bin ich. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, das dann einfach zu sagen und nicht einfach an den Leuten vorbeizulaufen und dann so, ja. Früher war das ein bisschen anders. Da war es halt ziemlich auffällig. Für mein Gegenüber, die haben dann gesagt, du schaust mich gar nicht an oder sie schauen mich gar nicht an. Und wenn man das denen dann erklärt hat und dann konnten sie zumindest ein bisschen nachvollziehen, warum. Also in dem Moment, wenn Menschen sagen, das hätte man dir jetzt gar nicht angemerkt oder wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre mir das gar nicht aufgefallen, dann überrascht mich das. Menschen, die dann so reagieren mit negativen Kommentaren, das verletzt einen dann schon oft auch. Wenn es irgendwie so ein dummer Spruch auf der Straße ist, so ja, warum schaust du mich so an? Ja, dann gehe ich weiter, da brauche ich jetzt nicht diskutieren. Also da kommt eh kein sinnvolles Ergebnis raus. Also sie sind am Anfang immer sehr überrascht und sprechen mich dann direkt drauf an und sagen so, deine Augen zittern voll, was ist da los, was ist das, ist das normal? Ich mache eigentlich mittlerweile immer einen Spaß draus und sage so, ja, ich habe eine Augenbehinderung und dann ist eigentlich immer, sag ich mal, von der gegenüberliegenden Seite, die sind dann mundtot, weil sie nicht mehr wissen, was sie drauf sagen sollen. Ich erkläre aber im Nachhinein dann immer, okay, also ich habe eine Augenkrankheit, das heißt, die Augen bewegen sich. Ich sehe schon scharf, aber ab einem gewissen Abstand fängt es halt an, unscharf zu werden. Und die Brille ist nicht wegen meiner Augenkrankheit, sondern weil ich halt zusätzlich noch kurzsichtig bin. Und die Schulzeit an sich war schon eher schlimm, weil die Lehrer damals auch nicht so unbedingt drauf eingegangen sind. Also meine Eltern haben danach gefragt, größere Ausdrucke zu bekommen oder länger Zeit zu bekommen, um Aufgaben zu bearbeiten. Und dann hieß es immer, ja, das können wir nicht machen, den anderen gegenüber wäre das unfair und so. Das ist zum Glück heute anders. Heutzutage gibt es Schulbegleiter oder Förderstellen, die einen als Kind begleiten. Aber zu meiner Zeit war das eben noch anders und da war das noch schlimmer. Aber, das möchte ich ganz gerne dazu sagen, es hat mich trotzdem nicht daran gehindert, zu studieren und einen Beruf zu erlernen, bei dem ich ja, gerne arbeite und der mir Spaß macht und den ich auch zu 100% erfüllen kann und da meinen Weg zu gehen. Ich hatte auch jetzt letztes Jahr auch Probleme mit dem Lehrer wegen dem Nachteilsausgleich, weil der nicht von ihm akzeptiert worden ist, beziehungsweise dass er das nicht nachvollziehen konnte, dass es eine Krankheit gibt, in der man halt so weniger sieht und halt längere Texte, beziehungsweise es können ja auch kurze sein, wenn sie klein sind, halt für mich und halt auch für andere Betroffene anstrengend sind zu lesen und man halt Kopfschmerzen bekommt. Man lernt mehr damit umzugehen schon, auf jeden Fall. Man weiß, man hat es
in vorigen Situationen schon geschafft, sich durchzusetzen. Deswegen wird es jetzt auch wahrscheinlich klappen oder dass man so lange dranbleiben muss, bis es klappt. Wenn es irgendwie in der Schule zum Beispiel war, dass irgendein Lehrer nicht wollte, dass ich irgendwas irgendwie mache oder sowas, ja, dann habe ich so lange diskutiert, bis ich es machen durfte. Oder dass ich das irgendwie anders machen durfte, weil, ja, warum sollte ich es nicht machen dürfen? Ich kann es ja genauso wie jeder andere auch machen. Das hält mich ja nicht davon ab, irgendwie normal am Unterricht teilzunehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, was, irgendeine Platine zusammenzulöten. Also am Anfang, beziehungsweise jetzt noch immer, bin ich eigentlich immer sehr offen damit umgegangen und habe es halt erklärt, okay, so sieht's aus. Fällt mir wirklich schwer und habe halt versucht, das so ein bisschen zu erklären, dass sie es halt auch ein bisschen verstehen, was es halt bedeutet, Nystagmus zu haben, beziehungsweise was die Auswirkungen sind. Im Endeffekt musste ich bei der einen Situation wirklich dann, sage ich jetzt mal, die Schulleitung auch mit herbeiziehen, weil es dann halt wirklich, sage ich jetzt mal, auch Notentechnik-Probleme gab. Ich hatte ein Wahlfach, das war Werken sozusagen, und da mussten wir verschiedene Sachen zusammenlöten und der Lehrer war der Meinung, ich könnte das nicht sehen oder er würde mir einen Gefallen tun, dass ich das nicht machen darf. Und ja, dann habe ich sehr lange diskutiert und irgendwann auch mit der Schulsozialarbeiterin dann. Und ja, weil ich war der Meinung, ich möchte da am Unterricht teilnehmen, ich möchte das machen. Das hat mich auch damals auch sehr interessiert und dann habe ich eben so lang diskutiert und ja, nicht diskutiert, einfach darauf auf mein Recht beharrt, dass ich einfach am Unterricht teilnehmen darf. Ja, bis der Lehrer dann oder auch die Schulsozialarbeiterin irgendwann keine Lust mehr hatte, mit mir zu diskutieren oder mich da irgendwie umzustimmen zu wollen, dass ich das dann machen durfte. Jetzt studiere ich es sogar. Alles hat schon dazu geführt, dass die Schulzeit nicht so zum Selbstbewusstsein beigetragen hat. Im Studium war das dann anders. Also ich habe den Kommilitonen erklärt, dass ich schlecht sehe und dass ich deswegen nah rangehen muss und dass ich in der ersten Reihe sitzen muss. Und das war überhaupt gar kein Problem. Viele haben gesagt, ja, wenn du dumm wärst, dann wärst du jetzt nicht hier. Du musstest die gleiche Aufnahmeprüfung bestehen, die gleiche Abiturprüfung machen wie wir. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du dumm bist, sondern dass man eben einfach schlecht sieht. Also nach der Schule hatte ich eigentlich vor zu studieren. Da ich aber dann mich jetzt um Ausbildungsplatz als Biologielaborant beworben habe, war ich dann doch eher froh um die Ausbildung, weil es halt mein Lieblingsunternehmen ist, beziehungsweise wo ich sehr gern hin möchte. Deswegen werde ich Ende nächsten Jahres, also im September, eine Ausbildung dort als Biologielaborant beginnen. Und dann je nachdem mich entweder während der Ausbildung dann für ein duales Studium bewerben oder nach der Ausbildung dann normal ein Studium machen. Ich habe in Frankfurt Volkswirtschaftslehre studiert. Genau, mit Hauptfach Geld und Währung sogar. Das Schwerste, was man sich in Frankfurt aussuchen kann. Ja, ja, es war für mich tatsächlich ungelogen meine Zeit, um mit dem Nystagmus so ein bisschen aufzuräumen. Mir fällt das Wort nicht ein. So ein offenes Mindset, wie sagt man nicht, also auf Deutsch, so ein geöffnet, ja, so einen offeneren Blick dafür hat, für andere Menschen, die eben nicht ganz der gesellschaftlichen Norm entsprechen und dass man sich vielleicht auch da in manche Lagen besser hineinversetzen kann. Also generell habe ich so einen stärkeren Fokus auf, sag ich jetzt mal, unbekannte Krankheiten, die jetzt noch nicht so erforscht sind und halt auch, sag ich jetzt mal, Krankheiten, die halt so unscheinbar sind. Generell was ums Sehen geht, bin ich da immer sehr tolerant. Ich kann es manchmal halt nachvollziehen, wenn man halt was nicht sieht. Bei mir ist es vielleicht dann noch mal ein bisschen eingeschränkter mit dem Sehen. Was ich aber jetzt lerne, weil ich selber Mama von einem Kind mit Nystagmus bin, ist zu sagen, wenn
die Meinungen der anderen so sind, dann sind die so und die Ratschläge sind vielleicht auch gut gemeint und sind für andere auch so gültig oder für andere zutreffend. Ich sehe es halt anders. Ich sehe meine Welt anders, mein Kind auch. Und ich muss das tun, wo wir uns beide wohlfühlen mit. Und muss das so tun, wie das eben für uns richtig ist. Und das ist eher was ich glaube ich nicht gelernt hätte, so zu denken, wenn ich die Seheinschränkung nicht gehabt hätte. Dass man da häufiger für sich selbst einstehen musste und häufiger beim Direktor am Büro klopfen musste und sagen, ja, das läuft hier irgendwie falsch, das muss irgendwie geändert werden. Und das hätte ich wahrscheinlich sonst auf jeden Fall nicht gemacht. Und dass man da auf jeden Fall für sich einsteht, das macht einen bestimmt auf jeden Fall tougher, ja. Eine meiner größten Stärken ist wirklich meine Geduld in allen Punkten des Lebens, sei es jetzt das Playmobil-Häuschen für meinen Sohn zusammenzubauen oder jetzt, wo er in der Schule ist, die Geduld zu haben, ihm zu erklären, was er machen muss an Hausaufgaben. Hilfen nehme ich jetzt seit ungefähr 2-3 Jahren einen E-Reader, um halt so Schulbücher und Lektüren halt größer zu lesen. Und ich habe ein Lupenlineal, was ich halt zum Lesen benutzen kann. Nee, eigentlich nur mein Handy. Ich saß letztens auch im Zug und ich war mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Zug ist. Habe ich einfach von der Anzeige kurz ein Bild gemacht, groß gezoomt, ja okay, passt, ist der richtige Zug. Ich fahre in die richtige Richtung. Und sowas, ja, das ist allgemein ganz hilfreich. Ich war vor 2 Jahren, war das glaube ich, vor 2 Jahren bei einer Low Vision Beratung und da wurde eine neue Stärke ausgemessen damals und seitdem die gemacht worden ist, seitdem habe ich die Brille. Das Einzige, was ich geändert habe, sind Selbsthändigläser, weil dieser dauernde Wechsel, der war irgendwann, erstens nervt es total, zweitens war es manchmal auch logistisch einfach nicht möglich, die Brille schnell zu wechseln. Ich habe seit letztem Jahr eine Brille ohne Sehstärke, ohne Dioptrien, sagt man, glaube ich, aber mit Prisma. Die bewirkt tatsächlich, dass ich besser sehe, aber die bewirkt auch, dass ich dadurch sehr angestrengt sehe und dadurch auch Kopfschmerzen bekomme. Deswegen benutze ich sie immer nur auf der Arbeit oder beim Fernsehen gucken vor allem, aber so privat relativ selten. Genau. Zusätzlich benutze ich Lupen mittlerweile, also gerade in Kochbüchern, wenn das dann zu klein ist, dann gibt es die Lupen mit dem Strich. Dann kann man sich das da hinlegen, dann weiß man genau, wo man war und muss nicht nochmal den Text neu lesen. Das finde ich super hilfreich. Oder auch auf der Arbeit benutze ich mittlerweile Lupen, um Bestellungen zu tätigen. Oder ich habe eine Tageslichtlampe bekommen, um mir das Licht dann so einzurichten, dass ich besser sehen kann. Also auf den Verein gestoßen bin ich durch meine Mutter, die es auf Facebook gesehen hat, dass es ein Nystagmus-Café gibt. Beziehungsweise wir waren, glaube ich, auch mal auf der Internetseite gewesen. Und das war halt schon interessant, weil bis jetzt kannte ich halt nur meinen Opa, von dem ich es vererbt hatte, und halt meinen Bruder, der auch Nystagmus hat. Und für mich war es halt interessant, mal andere Leute und andere Geschichten zu hören und kennenzulernen, um halt zu sehen, okay, wie gehen die damit um, was haben die für Probleme, haben die vielleicht nochmal was Eingeschränkteres oder was benutzen die für Hilfsmittel. Und so das erste Mal, wo ich dann halt wirklich so Kontakt mit dem Nystagmus-Netzwerk hatte, war wie gesagt an dem Nystagmus-Café in Worms, wo ich dann halt auch das erste Mal dich dann kennengelernt habe.
zu euch gefunden habe ich damals über einen Artikel in der AZ. Und ich war schon länger auf der Suche nach, ja, ich sag mal, Selbsthilfegruppen. Ja, ich war auf jeden Fall schon bei ein paar Nystagmus-Cafés dabei, wo eben sich auch andere treffen, die Nystagmus haben. Und ich fand, das war auf jeden Fall immer hilfreich und interessant, von anderen Leuten das zu hören, weil ansonsten hat man ja selten Leute, die das Gleiche haben oder ähnliche Erfahrungen haben. Und das war irgendwie so immer ganz lustig und so, dann nochmal die Situation zu erzählen und alle so, ja, habe ich auch genauso erlebt und das passiert mir auch immer so und ja, sowas ist es schon ganz nett. Dass man sich abstimmen kann oder austauschen kann und dass man dieses Gefühl hat, nicht so alleine damit zu sein. Aber was ich auch immer so ganz schön oder auch für mich wichtig und auch mir irgendwie was gegeben hat, dann irgendwie Eltern, die auch da waren und dann noch relativ junge Kinder haben oder so, die dann irgendwie gefragt haben, ja und wie ist es in der Schule und wie habt ihr sowas gemacht und dass man da irgendwie noch so Tipps geben kann oder irgendwie so teilweise auch ein bisschen die Angst nehmen kann, dass das absolut machbar ist und das ist eigentlich, klar, es wird nicht unbedingt einfacher, aber es ist auf jeden Fall machbar und das schafft man auf jeden Fall gut. Ich muss das Mikrofon nochmal, wir lassen alles weiter laufen. Ich muss nur ganz kurz hier die... Bin ich so leise? Weil ich dachte, dass du leise wärst. Wie gesagt, ich kann auch laut sein. Macht ihr dann auch Outtakes? Das wird bestimmt lustig. Und jetzt habe ich beschlossen, wir drehen jetzt doch lieber wieder ein Stückchen runter. Okay. Gut, ich bräuchte kurz nochmal die Frage.